Hallo ihr lieben Wassermänner, hier kommt eure Botschaft, euer Sternzeichen-Update fürs Kollektiv der Wassermänner. Und ich bin gespannt, was die Karten uns hier verraten. Ja, bei euch ist die Qualität des Mondes dabei. Es geht um Fruchtbarkeit, es geht um Veränderungen, es geht um eure Seele. Und ihr habt noch das 12. Haus dabei, ein Haus des Elementes Wassers. Wasser, verbunden mit den Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Da geht es um Verborgenes, um eure Spiritualität. Möglicherweise habt ihr auch so ein bisschen seelische Veränderungen, den Wunsch nach Weiterziehen, nach etwas Erfüllendem, das jetzt ansteht, also so im Bereich der Veränderungen. Hier sind schon zwei, ich sage gerade, die seelischen Veränderungen. Hier haben wir die typische Kombination, ne? Das sind zwar die Fische, die stehen auch für das Thema Geld, aber auch zweigeteilt für das Thema Seele. Und hier spricht irgendein schicksalshaftes Thema mit dir. Das kann ja im Bereich, ich fühle mich versorgt, ich bin versorgt, ich komme gut mit allem klar. Das Versorgtsein mit allem, ob das jetzt emotional oder finanziell ist. Und ihr habt hier auch eine schöne karmische Auflösung. Das heißt, an irgendeinem Punkt, an dem ihr so ein schicksalshaftes Thema habt, das ihr lange auf der Seele trägt, kommt hier eine andere Qualität. Ja, ich würde mal sagen, ein Punkt, auf dem du mit guter Energie fokussiert bist in Gedanken, kann sich hier drehen, sodass dir eine große Last auch genommen wird. Guck dir das an, die Maus nagt hier das Kreuz weg. Und ich sehe, dass sie dir auch im Unterbewusstsein Wege frei nagt, ne? Wo du besser an das drankommst, was im Verborgenen liegt, was du nutzen könntest. Für alle, die hier mit den Finanzen ein Thema haben, sieht man auch hier, dass man aus einem Mangel eine andere Situation macht, dass die Finanzen besser fließen. Dass da, wo ihr viel Lebensenergie verschwendet habt, so mehr Stärke, mehr Größe wiederkommt. Es kann ja, weil wir haben ja versorgt sein, ne? Speziell auch sein, dass man hier so ein Vaterthema mitschleppt, ne? Der Versorger, der Ernährer, all dieses. Möglicherweise geht es auch um Gelder aus der Vergangenheit, Mitmenschen aus der Vergangenheit. Und ihr habt hier ein neues Kapitel, das ihr beginnt. Das Wissen, das ihr sucht. Wir haben hier Spiritualität, Verborgenes. Das liegt in der nahen Zeit zur Verfügung. Und es sieht auch irgendwie so aus, als habt ihr eine karmische Prüfung überstanden. Das Thema Ehrlichkeit und Authentizität schleicht sich hier ein. Hier auch nochmal das Wissen, das sich verfügbar macht. Dieser Knoten, der platzt, wo du sagst, oh, jetzt habe ich's. Ne? Was auch deine Seele hier sehr stabilisiert. Aus der eigenen Sicht bringst du vielleicht auch so ein paar Zweifel mit. Irgendwo könnte etwas Unehrliches sitzen. Das magst du auch aus der Vergangenheit irgendwoher kennen. Eventuell auch aus einer Partnerschaft, aus einer vergangenen. Möglicherweise hast du hier auch immer sehr viel investiert und nicht das zurückbekommen, was dir zugestanden wäre. Und hier geht es auch ein bisschen darum, lieber Wassermann, dass du einen klugen Zug machst. Dass du dich aus Bewegungen aus dem Umfeld raus, wenn da etwas Fahrt aufnimmt, ja, dass du einfach sagst, ich kümmere mich um mein Wohl. Das ist hier, glaube ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Es geht auch daran, unabhängig wie möglich zu sein, sich vom Außen nicht mitreißen zu lassen. Und hier haben wir noch die Sterne dabei, also das ist schon mal eine wunderbare Perspektive.
Du hoffst, dass sich die Dinge für dich klären. Andererseits denkst du vielleicht, wenn alles ganz ehrlich wäre oder alles ganz offen, würdest du vielleicht bei manchem auch überrascht sein, wo du irgendwie was nicht erwartet hättest, wo es einfach um das Thema Wahrheit geht. Ja, ich sehe hier den Erfolg für dich, die Ernte, es geht auch ausschließlich um dich. Du guckst hier in das kleine Glück hinein, ne, in die Kleekarte und rechne hier mit Wänden, die Glück bringen, mit Fruchtbarkeit, weil wir haben hier das Thema auch Fruchtbarkeit und hier hast du auf die längere Frist die Ernte. Hier kann es auch sein, dass du ein paar Schnitte machst, ja, dass du Grenzen ziehst, dass du irgendwo was verkleinerst, was deine ganze Energie beansprucht. Und hier liegt auch das Verarbeiten einer seelischen Sache, die du vielleicht sogar schon in der Genetik mitschleppst. Du überlegst dir sehr viel rum, wo ist der Punkt, wo ich noch was verändern kann. Und ich glaube, dass du vielleicht auch dich als wichtigsten Mensch sehen darfst und dann geht alles andere automatisch mit. Ja, du bist mit allem verbunden, alles kann so stehen gelassen werden und hier unten hast du noch den Joker. Es wundert mich jetzt aber auch nicht, weil wo die Sonne fällt, da ist eben die beste Energie, die ein Kartenblatt so hergeben kann. Also wenn du hier etwas reduzierst, dann reduziere es den anderen weg und nimm es für dich. Ja? Also benutze deine Energie für dich, auch im Materiellen. So, hier haben wir jetzt 2 Karten gekriegt, also etwas fordert ein bisschen Mut und auch du hast hier einen Reinigungsprozess anstehen, der dann auch sehr klärend auf deine Seele wirkt und wo du aufräumst einfach, ne? Du machst Schnitte, du stellst dich darauf ein, dass das Leben gereinigter oder aufgeräumter auf dich wirkt und du hast ja auch dieses Ding, dass Mut immer belohnt wird, ne? Es ist ja manchmal auch einfacher, in den Dingen so zu verhaften, wie sie sind, aber das hier ist wirklich eine coole Sache. Es geht im Prinzip darum, eine andere Ordnung zu schaffen und sich nicht abbringen zu lassen von seinem Weg. Und manchmal muss man da auch so ein bisschen, ja, sich durchkämpfen, so wie die Sense, die sagt, hier, geh mal weg aus dem Weg. Ich bahne mir meinen Weg hier für mich. Aber das sind wirklich tolle, tolle Energien, lieber Wassermann. Ich sehe dich sehr gelassen und verbunden mit allem und ein schwieriges Thema wird sich hier für dich beenden. Lieber Wassermann, ich wünsche dir eine schöne Zeit, ich drücke dich und bis bald.